Die zertanzten Schuhe. Es war einmal ein König, der hatte 12 schöne Töchter. Sie schliefen zusammen in einem Saal, und nachts, wenn sie ins Bett gingen, wurden ihre Türen verschlossen. Aber jeden Morgen fand der König ihre Schuhe zertanzt, als hätten sie die ganze Nacht getanzt. Niemand konnte erklären, wie das passierte. Der König machte bekannt, dass derjenige, der das Geheimnis der zertanzten Schuhe aufdecken könnte, eine der Prinzessinnen heiraten dürfte. Aber nach 3 Nächten ohne eine Erklärung würde er ins Gefängnis geworfen werden. Viele Prinzen versuchten, das Geheimnis zu lüften, aber alle scheiterten. Eines Tages kam ein armer Soldat, der wegen einer Wunde nicht mehr kämpfen konnte, zum König und wollte sein Glück versuchen. Auf dem Weg zum Schloss begegnete er einer alten Frau. Sie gab ihm einen unsichtbaren Mantel und sagte: Mit diesem Mantel wirst du unsichtbar sein und die Prinzessinnen beobachten können. Der Soldat dankte ihr und zog den Mantel an. Er ging ins Schloss und wurde in ein Zimmer geführt, von dem aus er die 12 Prinzessinnen sehen konnte. Er tat so, als ob er einschliefe, und wartete darauf, dass die Prinzessinnen ihre Geheimnisse preisgaben. Mitten in der Nacht hörte er, wie die Prinzessinnen aufstanden. Sie öffneten einen geheimen Durchgang in ihrem Zimmer und verschwanden darin. Der Soldat folgte ihnen heimlich. Der Soldat, immer noch unsichtbar dank des Mantels, folgte den Prinzessinnen durch den geheimen Durchgang. Er staunte, als er einen prächtigen Wald mit Bäumen sah, die aus Silber, Gold und Diamanten waren. Die Prinzessinnen lachten und rannten durch den Wald bis zu einem großen See. Am Ufer des Sees warteten 12 Boote mit 12 jungen Prinzen, die sich offenbar darauf freuten, die Prinzessinnen zu treffen. Die Prinzessinnen stiegen in die Boote und fuhren zu einem Schloss auf der anderen Seite des Sees. Der Soldat setzte sich schnell in das Boot der jüngsten Prinzessin und fuhr mit ihnen. Im Schloss fand ein prachtvoller Ball statt. Die Prinzessinnen tanzten die ganze Nacht mit den Prinzen. Der Soldat beobachtete alles, ohne gesehen zu werden. Als der Morgen nahte, fuhren die Prinzessinnen mit den Prinzen zurück über den See, liefen durch den geheimen Wald und kehrten in ihr Schlafzimmer im Schloss zurück. Der Soldat folgte ihnen still und heimlich. Am nächsten Morgen erzählte der Soldat dem König alles, was er gesehen und gehört hatte. Er zeigte ihm auch als Beweis einen goldenen Ast aus dem geheimen Wald. Der König rief seine Töchter zu sich und fragte sie, ob die Geschichte des Soldaten wahr sei. Beschämt gaben sie zu, dass sie jede Nacht tanzten. Der König hielt sein Versprechen, und der Soldat dürfte eine der Prinzessinnen zur Frau wählen. Er wählte die älteste, da sie seinem Alter am nächsten war, und bald darauf fand eine prachtvolle Hochzeit statt. Die anderen Prinzessinnen wurden auch mit den jungen Prinzen verheiratet, die sie so geliebt hatten, und das Geheimnis der zertanzten Schuhe war endlich gelüftet. Alle lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.